Herzlich willkommen, Wassermann, auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im September 2025 erwartet. Bitte beachte dabei dein Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent. Für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Los geht's für Wassermann, bitte. Na, okay, ja, da brauche ich nicht mehr fragen. Die 4 der Schwerter und hier im Unterdeck habe ich die 8 der Münz. Das kommt im September auf dich zu. Hör zu, Wassermann. Du machst dir hier Gedanken über einen möglichen Ausgang bezüglich eines Projekts, und das hat nicht zwingend mit dem Beruf zu tun. Es gibt ja sehr viele Zuseher, die nicht mehr arbeiten, sondern beruflich, privat und auch in der Liebe. Und du siehst hier aber nicht, du hast schon eine 8 der Münzen, also bei 7 der Münzen, diese Geduldskarte hast du schon abgeschlossen, dieses ewige Warten. Und du bist bald bei deinen 10 der Münzen. Das ist ja eben die Familie, der Wohlstand, materielle Güter. Das ist für jeden etwas anderes. Dennoch, du machst dir hier zu viele Gedanken im September. Und ich muss es dazu sagen, Zeit existiert im Universum nicht. Das heißt, für den einen ist es der September, für den anderen der Oktober und für den anderen ja nächstes Jahr oder gar nicht. Wir sind hier in einer allgemeinen Legung. Und das Universum schaut ja eher darauf, wie weit wir in unseren Lernaufgaben fortgeschritten sind. Dennoch, du machst dir hier zu viele Gedanken und davon sollst du weggehen. Das Ganze wird erfolgreich. Wie gesagt, du hast schon deine 8 der Münzen, aber deine Münzen kann dir nichts weggenommen werden. Und hier, du wirst auch Klarheit in einer Angelegenheit bekommen. Du hast hier die 3 der Schwerter. Es geht hier um die Liebe und das ist nicht zwingend die romantische Liebe. Hier das Ass der Schwerter, das siehst du aber nicht, weil es ja hier am Bild unter dem Bett ist, sozusagen. Du wirst hier ein klärendes Gespräch mit jemandem führen können oder du wirst durch eine dritte Person, du siehst ja hier diese Menschen, die da durchs Fenster schauen, das sind ja mindestens 2 Personen, da wirst du Informationen bekommen, entweder über diese Menschen oder durch diese Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass es, wenn es hier um andere Personen geht, also dass du über andere Personen etwas erfährst, dass das nichts Positives ist. Für viele nehme ich wahr, dass da im Hintergrund gearbeitet wurde, dass man dich ja klein hält, so muss ich das sagen, hier mit falschen Informationen anfüttert. Das kann jetzt arbeitstechnisch bzw. auch in der Liebe sein, dass man dir bewusst hier etwas Falsches gesagt hat, weil man Angst hat, dass du dich dann von diesen Menschen, von diesem Bekanntenkreis, Freunden, wie auch immer entfernst und deinen eigenen Weg gehst. Und dein Weg, du bist Wassermann, du bist der Visionär, du bist eines der intelligentesten Tierkreiszeichen und du bist ja dafür gemacht, deinen eigenen Weg zu gehen. Du bist ein Freigeist und da möchte man dich aber ein wenig festhalten, damit du da nicht abhaust und in ein besseres Leben sozusagen gehst. Ich weiß, das ist für die meisten wieder negativ, aber wir leben alle nicht am Ponyhof und man muss auch bei der Realität bleiben. Also, Wassermann, wir schauen weiter. Du bist hier auf jeden Fall aufgerufen, dir nicht so viele Sorgen zu machen, beziehungsweise eher nicht zu kopflastig zu sein. Ich habe hier die 9. große Arkana, Verzeihung, das ist der Eremit. Dann habe ich hier den Pagen der Stäbe und im Unterdeck habe ich die 16. große Arkana, das ist der Turm. Einerseits, dass diese Information auf dich zukommt, das wird plötzlich passieren, das ist ein wenig zu plötzlich für dich. Das wird sich so für dich anfühlen, als würden dir die Schuppen vor den Augen fallen, auch wenn ich das jetzt sicher nicht richtig gesagt habe. Aber das Ganze passiert plötzlich und nimmt dich auch ein wenig mit, weil das vielleicht Menschen sind, die du schon lange kennst und denen du natürlich auch vertraust. Ansonsten würde ihre Meinung ja nicht für dich zählen. Das befreit dich aber. Ich habe hier mit dem Eremit, du suchst hier ohnehin nach Antworten im September. Es geht hier auch teilweise um deine Wunscherfüllung. Der Eremit, der hat ja hier den Stern in der Laterne. Du schaust einfach, wie kommst du deinen Träumen. Und dabei geht es ja um das ganze Leben, wenn ich von Träumen spreche. Wie kommst du diesen näher? Für den einen oder anderen geht es hier auch um die romantische Liebe. Du wirst dich hier auch von diesen Menschen zurückziehen.
und eben in diese Selbstreflexion gehen und dadurch kommt bei dir dieser Umbruch. Arbeitstechnisch, ja, du wirst hier noch mehr arbeiten, aber nicht in diesem Workaholic-Modus, sondern du bleibst dir deinem Projekt treu, wirst hier dich auch ein wenig abschotten, das meine ich nicht im negativen Sinne, sondern einfach dich deinem Projekt weiterhin widmen, damit das Ganze erfolgreich sein wird, damit du auch einen klaren Kopf hast, weil wenn wir zu sehr mit dem Außen beschäftigt sind, dann kann das auch negative Konsequenzen haben, weil wir uns vielleicht zu beeinflussen lassen für unser Projekt oder eben auch, dass wir dann nicht so viel Zeit dafür haben. Davon gehst du aber weg. Du gehst dir deinen eigenen Weg sozusagen und mit den Pagen der Stäbe, du bist hier sehr kreativ, gehst das Ganze nicht zu verkopft an, du hast hier auch den Stab, du hast den Tatendrang und du setzt hier etwas Neues in die Welt. Das Ganze wird dann fruchtbar. Beim Pagen, du siehst ja hier, der ist in der Wüste und die Karten sind ja auch so gezeichnet, weil wir im Tarot mit den Stäben anfangen. Das ist der Funke, das Feuer, dann sind wir beim Gedanken, beim Schwert, danach folgen die Gefühle, das sind die Kelche und dann sind wir bei der Münze, das ist eben das Materielle, das, was von Bestand ist und bei den Münzen sind wir auch von der Landschaft her dann auch schon bei den Grünen, weil es hier auch um die Ernte geht, um dieses Langfristige. Und was ich hier auch noch reinbekomme, ist, dass das Ganze mit diesen Menschen schon lange läuft. Warum? Du siehst ja hier, der Turm, der hat keine Türen. Und du hast das Ganze aber auch nicht gesehen. Du hast dich da selbst auch ein wenig gefangen gehalten. Und der Turm, der brennt ja nicht von heute auf morgen. Der fängt ja langsam Feuer und irgendwann explodiert dann alles und fliegt dir da um die Ohren. Und ich nehme hier wahr, dass du das schon länger gespürt hast im Unterbewusstsein, aber das nicht sehen wolltest, weil das eben Menschen in deinem näheren Umfeld sind oder du da auch irgendwie vertraglich gebunden bist. Das bekomme ich auch rein, auch wenn das wirklich für eine Minderheit ist, aber dass du da dich selbst in Ketten gelegt hast, ohne dass du das siehst. Ich habe hier die 9, ich habe hier die 16. Dazwischen liegt die 7. große Arkana, das ist der Wagen. Du wirst dich einfach mehr auf deinen Erfolg konzentrieren, auf das, was du haben möchtest. Der eine oder andere wird auch mit dem Gedanken spielen, umzuziehen, weg von diesen Menschen und eben auch ein neues Kapitel aufzuschlagen. Vielleicht ist es auch das, woran du seit längerem arbeitest. Ich weiß, mit dieser Legung werden nicht viele in Resonanz gehen. Das ist für einen kleinen Teil anscheinend, aber es ist hier im September einfach wichtig, dass du bei dir bleibst und dich auf deine Ziele fokussierst, egal ob das Liebe, Beruf, Finanzen, wie auch immer ist. Und hier eben auch mit dem Page der Stäbe, liebestechnisch, hier kommt etwas Kleines auf dich zu, der Page ist ja der Bote, hier kommt eine Nachricht rein von jemandem, der sich schon lange aus deinem Leben zurückgezogen hat. Und warum sage ich das? 4 der Schwerter, das ist der Rückzug, der Eremit, der ist ja auch im Rückzug und auch hier mit der Mäßigkeit. Das Ganze wird wieder harmonisch, das braucht aber seine Zeit. Einerseits, weil es eine große Arkana ist und das ist ja von der Zeitspanne her etwas länger und auf der anderen Seite nehme ich für viele wahr, dieser Rückzug von deinem Gegenüber, der dauert schon sehr lange an. Wir reden hier von Monaten bzw. teilweise auch Jahren. Bei diesem Menschen ist er in den meisten Fällen ein Mann, ging es aber um eine Lernaufgabe hier mit den 3 der Münzen im Unterdeck. Und die 3 der Münzen, das ist die einzige Karte im Tarot, wo die Münzen noch nicht in Gold gefasst sind. Warum? Weil man hier an etwas arbeitet. Und du siehst ja hier auch der Architekt, weil der ist auf einer höheren Stufe. Und hier, das sind die anderen beiden Personen, die wollen hier etwas planen. Und der hat an seinem Leben gearbeitet. Und auch hier mit der Mäßigkeit, du siehst die Kelche und bei den Kelchen kann es auch um Alkohol gehen. Also vielleicht war dein Gegenüber von irgendetwas abhängig. Muss jetzt nicht Alkohol sein, können auch andere Dinge sein. Und er musste sich hier um sich selbst kümmern, musste sein eigenes Leben wieder in Ordnung bringen, damit er überhaupt fähig ist,
eine gesunde Beziehung einzugehen. Der hat dich nicht vergessen. Und wenn du jetzt sagst, ich hätte ihm ja geholfen und ich wollte ihm ja auch helfen, nein, Wassermann, es gibt Dinge, die wir Menschen alleine bzw. mit professioneller Hilfe erledigen müssen. Es wäre für dein Gegenüber hinderlich gewesen, wenn du da ihn begleitet hättest, weil er sich nicht auf sich selbst, sondern auch auf dich konzentriert hätte. Und das wäre für eure Beziehung nicht gut gewesen. Deine Lernaufgabe war es, dich auf dich selbst zu konzentrieren, auf deinen eigenen Weg, deine eigenen Schattenseiten hier zu bearbeiten und auch zu unterscheiden, wer ist Freund, wer ist Feind, selbst wenn das im eigenen Umfeld ist, und der musste sich hier um sich selbst kümmern. Mit der Mäßigkeit wird hier aber wieder Harmonie, aber auch Balance reinkommen, wenn du das Ganze natürlich noch möchtest. Dieser Weg, der führt zur Sonne, das ist der 19. große Arkana und das ist eben die beste Karte im ganzen Tarot-Deck. Und mit der Mäßigkeit, du siehst ja hier diesen Engel, das ist der Schutz vom Universum. Die Mäßigkeit ist eine der vielen Schutzkarten, die es gibt. Das Ganze ist von oben geführt und eben auch hier die 9, hier die 14, dazwischen liegt die 5 und das ist der Hierophant. Und hier geht es eben auch sehr stark um eure Verbindung, um die Anbindung nach oben sozusagen. Du brauchst dir hier keine Gedanken machen, du gehst einfach deinen Weg weiter, konzentrierst dich auf deine Ziele, auf das, was du noch umsetzen möchtest, und dann kommt dein Gegenüber schon auf dich zu, wenn der hier alles geklärt hat und wenn der wirklich sicher ist, dass er auf dich zukommen kann, dass er die Kraft hat und auch, dass sein ganzes Leben jetzt geordnet ist, sodass eine Beziehung einfach auch Sinn hat. Und ihr werdet hier, wenn du das Ganze eingehen möchtest, zusammen an einer neuen Zukunft arbeiten. Die 3 der Münzen, das ist auch die Zusammenarbeit. Und dadurch, dass ihr beide an euch gearbeitet habt, ist es jetzt auch möglich, gemeinsam an dieser Beziehung zu arbeiten und die Beziehung auch auf die nächste Stufe zu stellen, auch wenn es hier die Münzen sind. Ich nehme das Ganze schon sehr schnell wahr, also wenn ihr dann eure Themen gemeinsam aufgearbeitet habt, dann kann das Ganze schnell vorangehen, auch vorhin eben mit dem Wagen, und ihr werdet dann auch in eine gemeinsame, aber bessere Zukunft gehen und die gestaltet ihr euch so, wie ihr sie haben wollt. Diese ganzen Menschen, die euch im Weg standen, die wird es dann nicht mehr geben und ihr werdet einfach intimer, gebt nicht mehr so viel Preis von euch und von eurer Beziehung, und dadurch ist es für andere auch sehr schwer, da hier irgendwie negativ zu agieren oder dir generell reinzureden, weil du, wie gesagt, auch erkennen wirst, wem kannst du wirklich vertrauen und wem eben nicht. Also in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback, und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.